Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Svenja und ich zeige euch heute diesen metallischen Full Face Madara Look. Ich starte meinen Look mit dem Concealer von Madara. Das ist der Perfecting Concealer in 35 Honey. Und den tupfe ich jetzt einfach unter den Augen und auf den Wangen auf. Der ist super schön weich und cremig. Enthält auch Hyaluron, was natürlich besonders unter den Augen gut ist. Und was besonders wichtig ist, er setzt sich so gut wie gar nicht in den Falten ab unterm Auge. So, als nächstes mache ich dann weiter mit den Augen. Und zwar habe ich hier einmal Guilty Shades in Lizard. Und zwar kann man die nehmen für die Augen und für die Wangen. Und auch wieder super praktisch hier mit Applikator. Also man braucht auch hier eigentlich keinen Pinsel und kann das alles mit den Fingern machen. Ich trage es einfach großzügig auf dem beweglichen Lid auf und tupfe dann den Rand mit den Fingern einfach nach. Die Farbe Lizard hat einen super schönen Duochrom-Effekt. Ein bisschen bräunlich, grünlich, ganz interessant. Und als nächstes gehe ich weiter zu den Wangen und da nehme ich auch wieder ein Eyed and Cheek Multishadow und zwar in der Farbe 64 Heat. Das ist so ein schöner Aprikoton. Auch der ist so leicht metallisch, was einen schönen Glanz gibt. So, als nächstes möchte ich noch gerne meine Augenbrauen ein bisschen betonen. Das finde ich immer ganz wichtig, dem Augen-Make-up auch einen Rahmen zu geben. Und da habe ich hier die Augenbrauenpomade in 3. Das ist der dunkelste Ton, das ist ein Braunton. Das ist das einzige Produkt, wo ich jetzt einen Pinsel benutze, aber sonst ist der ganze Look komplett mit den Fingern zu machen. Und jetzt nehme ich die Cosmic Drops, einen flüssigen Highlighter. Und die sind wirklich so super ergiebig, dass man nur einen ganz, ganz mini Tropfen braucht. Mache ich mir hier ein bisschen auf den Handrücken. Und dann auch gehe ich mit meinem Finger rein und trage den hier auf meinen Wangenknochen auf. Die Farbe, die ich hier habe, ist Naked Crossmosphere. Das ist der hellste Ton. Fast ein bisschen wie flüssiges Gold. Die gebe ich jetzt auch noch ein bisschen unter meinen Augenbrauenbogen. Auch noch hier den Cupid's Bow. Und um den Look abzuschließen, darf natürlich ein schöner Lipgloss nicht fehlen. Und da mische ich mir zwei. Nehme ich erst die 74, das ist so ein Metallic Aprikoton. Und nehme dann noch ein bisschen von der 71, das ist eigentlich ein fast durchsichtiger, aber mit so schönen, ganz leichten, silbrigen und pinken kleinen Pigmenten drin. So, und fertig ist die lebende Disco-Kugel oder auch einfach ein ganz fantastischer Metallic-Look zum Weggehen.